piept denn hier? Das ist die Dings. Was ist das? Bist du das? Warning. Kein Kompasskurs. Bin mal gespannt, ob er jetzt wieder hier das Dings wieder anfängt rumzuspacken. Ende Februar geht es mal wieder nach Kekova. Diesmal wollen wir Joanna und Marcel treffen, zwei deutsche Segler, die seit 7 Jahren auf den Weltmeeren unterwegs sind. Vor wenigen Wochen haben sie die Türkei erreicht. 1 Jahr hingen sie wegen Corona in Indien fest. Dann setzten sie über, nonstop von Indien durch das Piratengebiet und das Rote Meer direkt bis in die Türkei. Leider haben wir dieses Mal keinen Wind und so nutzen wir die Zeit zum Relaxen und hoffen auf unser Glück beim Fischen. Ja. Ich will Essen haben. Auf dem Meer treffen wir Lee und Francesco, die das gleiche Ziel haben. Und auch sie angeln natürlich. How many fish did you catch? Ja. In Kekova haben wir uns in der Bucht von Ujaz verabredet. Und natürlich sind wir nicht allein. Sofort treffen wir Freunde. Ah, da ist Levent und Alize. Da links. Guck mal. Und auch Joanna und Marcel, aus Phönike kommend, sind bereits da. Ich werde hinter den Deutschen hier und dahin gehen. Hinter den Deutschen und dann linke Seite von denen. Eine etwas ungenaue Beschreibung, denn wie sich herausstellt, sind von 5 Booten 4 unter deutscher Flagge. Gleich ausmachen? Haben wir. Nachdem uns die Küstenwache freundlich wie eh und je in Empfang genommen hat, bereiten wir uns auf den Abend vor. Unsere Freunde André und Felix nutzen den Sonnenuntergang für eine erste Partie Wasserski. Und dann wird es auch schon voll am Heck der Dilly Dally. Die Gäste kommen mit ihren Dinghies. Erst 1, dann 2, dann 3. Joanna und Marcel haben Nico mitgebracht. Ihren peruanischen Nackthund, 11 Jahre alt, genauso alt wie Chingene. Doch die ganze Aufmerksamkeit gilt nicht der kleinen Hündin, sondern vielmehr dem, was auf dem Tisch steht. Darin sind sich die beiden einig. Und nachdem Chingene lautstark klargemacht hat, dass sie der Boss auf dem Boot ist, kommen auch wir dazu, uns zu unterhalten. Es ist immer wieder spannend, von anderen Seglern zu hören, wo sie überall auf der Welt waren, vor allem, wenn sie mit Hund unterwegs sind. Bordhund Nico hat schon viele 1000 Meilen auf dem Buckel. Über die Kapverden sind sie nach Gambia, von dort nach Brasilien, dann Argentinien, wieder über den Atlantik nach Südafrika und schließlich in den Indischen Ozean. Da kann Chingene nur staunen. Selbst ihr Buch kann da nicht mithalten. Und so vergeht ein langer Abend mit vielen spannenden Geschichten.
Der nächste Morgen beginnt natürlich mit der obligatorischen Gassi-Runde. Und als der Wind ein wenig auffrischt, holen wir den Anker ein, um Videos für Rainer mit seinem Katamaran zu machen. In einer Woche will er die Türkei verlassen, Richtung Mallorca. Die Zeit verfliegt, wie immer auf dem Wasser, und nach ein paar Tagen müssen wir zurück nach Kasch. Joanna, Marcel und Nico werden wir aber wiedersehen. Sie wollen nachkommen. Nächste Woche.